Joho, endlich! Ich bin mal über dem Drumont. Auf dem Drumont bin ich noch nie top gelandet. Von dem her sollte ich da schon gucken, wie es die anderen auch ein bisschen machen. Und jetzt konzentriere ich mich wieder, weil es wird bockig. Hier dürfte es hochgehen. Ah ja. Joho, endlich! Ich bin mal über dem Drumont. Das ist jetzt das erste Mal für mich, dass ich beim Drumont über Startplatz fahre. So richtig über den Startplatz. Nicht nur 5 Meter oder so, sondern so richtig mal. So, also jetzt kann ich mal reden. Kurzes Update. Ja, sorry, ich musste jetzt mich erstmal kurz hier konzentrieren. Es sind sehr viele andere Flieger hier in der Luft. Da habe ich mich jetzt eher mal aufs Fliegen konzentriert, anstatt aufs Labern. Ja. Kurz mal schon mal, sorry, ich habe den Start vergessen. Mann, den wollte ich auch noch aufnehmen. Es ging dann doch alles schneller. Dann ging doch der ganze Schwall da los und dann dachte ich, komm, jetzt gehe ich gerade mit. Dann bin ich draußen. Dann muss ich nicht wieder warten, bis alle aufgebaut haben. Ich hatte jetzt wirklich seit ich da unten gekreist habe, bis jetzt hier oben durchgehen, steigen. Ich habe außerdem jetzt Verbesserungen vorgenommen am Mikrofon oder halt an der Kamera. Ich habe so ein Case drumherum gemacht, das den Wind ein bisschen abschirmt. Letztes Mal habe ich mit einem Filter versucht, damit man die Sonne nicht mehr so stark, dass sie nicht mehr so stark spiegelt. Aber hat leider nicht so super funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Eventuell war es vielleicht ein zu starker Filter. Ja, ansonsten gibt es nicht viel Neues. Den letzten Flug habe ich nicht aufgenommen. Da war mein erster kleiner Streckenflug vom Dreh bis zum Grand Ballon und dann wieder zurück zum Dreh. Und also hier sieht man es, da ist ja der Dreh zum Grand Ballon, wieder zurück zum Dreh und dann in die Richtung noch mal so 6 Kilometer waren es, glaube ich. Ja, mein erster kleiner Streckenflug. Und dann habe ich aber aufgehört, weil ich dachte, den Tag danach wird es noch besser. Der Tag danach war es dann noch beschissener. Also hier geht auch nichts hoch. Ja. Die ganze Zeit im Sinken. Das ist mir schon wieder zu riskant, hier wegzufliegen, weil heute Abend habe ich noch einen Termin, da muss ich hin. Und wenn ich hier am Landeplatz lande, ich denke schon, dass ich hochkommen würde mit irgendjemandem, aber ist halt trotzdem immer wieder riskant. Jetzt nochmal kurz Höhe machen, ich gehe nochmal dahin, wo ich vorhin aufgedreht habe und werde mir dann nochmal neue Gedanken machen. Außerdem, ich hatte es jetzt gerade von schlechtem Wetter. Erstmal danke für die vielen Abonnenten, habe ich ja jetzt einige dazu bekommen. Und es waren auch viele gute Kommentare dabei, echt, also nochmal gute Denkanstöße. Ich habe nochmal viel reflektiert, meine letzten Flüge. Wirklich danke. Bitte immer, wenn ihr irgendwie sowas seht, haut es immer rein in die Kommentare, echt. Das hat mir viel gebracht. Ich habe nochmal mir ganz viel Gedanken gemacht und ja. Genau, was mich dann noch interessieren wird, vielleicht sind ja auch noch viele Leute bei euch hier dabei, die schon länger fliegen. Ich habe die letzte Zeit auch mit ein paar Leuten geredet und viele haben jetzt gesagt, dass dieses Wetter seit einem Jahr deutlich schlechter wurde. Also oft Ostlagen, also Ostwind und ja, oft böig, oft schlechtes Wetter. Ja. Vielleicht hat da der eine oder andere auch noch ein paar Erfahrungen und kann diese Behauptung bestätigen oder denkt sich, hä, was, ist wie immer. Also haut's gern mal rein. Wäre mal interessant zu hören.
Okay, vorhin war ich noch nicht so. Jetzt bin ich bei 2000. Vorhin habe ich mir gedacht, bei 1970, glaube ich, war ich. Dachte ich mir, komm, jetzt gehe ich mal weiter und versuche es am anderen Berg. Aber hier geht es noch ganz schön hoch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es in noch keinem Video gesagt. Also mein Plan ist ja, jetzt mal ein bisschen meine Streckenfähigkeit ein bisschen auszubauen. Öfters Strecke zu fliegen oder halt mal ein bisschen vom Fleck kommen. Nicht immer an derselben Stelle kreisen und dann das so sein lassen. Ich glaube, das ist das Ziel von jedem mal so. Und jetzt konzentriere ich mich wieder, weil es wird bockig. Ich bin mal gespannt, wo ich heute maximal hinkomme von der Höhe. Ich schaue immer auf 2 Webseiten eigentlich nach der Thermik, also so hauptsächlich. Ich schaue oft bei Soaring Meteor, soaringmeteor.org und bei Meteor Parapente oder Meteor Parapente, keine Ahnung wie man es nennt. Meteor Parapente halt. Und die haben beide vorausgesagt, dass ab 16 Uhr, da ist so die beste Thermik. Oh, da bildet sich eine kleine Cumulus. Oder sieht das Feld auseinander? Ich gehe darüber. Ich will einfach mal etwas anderes sehen. Als immer nur denselben Berg. Okay, das Risiko hat sich, glaube ich, nicht gelohnt. Jetzt muss es bald mal wieder hochgehen, sonst schmiere ich hier ab. Komm. Dahin muss ich es doch schaffen. Und dann kann ich wieder aufdrehen. Und es wird wieder wärmer. Man merkt es, dass man runterkommt, weil es wieder warm wird. Ich muss auch sagen, meine Schulter tut langsam weh. Vor einem Jahr hatte ich mal eine Schulter ausgekugelt. Seitdem ist einfach nicht mehr alles so frisch wie früher. Oh, was ist los? Es tut weh. Ein bisschen. Muss aufpassen. Jetzt machen wir wieder Beschleuniger raus. Okay, habe ich viel Höhe verloren. Komm, nochmal. Komm. Ja, den Stress tue ich mir heute nicht an. Wenn ich jetzt wüsste, ich habe heute gar nichts mehr, was ich machen muss. Ich glaube, dann würde ich schon sagen, okay, komm, ich probiere was aus, flieg da einfach rüber. Wenn ich dann halt irgendwo landen muss, muss ich halt landen. Aber mit dem Wissen, dass ich heute noch wohin muss, nee, da habe ich nur Stress und mache wahrscheinlich noch irgendwelche kritischen Entscheidungen, die dann auch nicht so gut wären. Heute wird es kein interessanter Flug, aber immerhin Trümmer von oben, da unten. Hey, der war vorhin mit mir da drüben. Mit dem bin ich vorhin darüber geflogen und hab's da ausprobiert. Eben, um nochmal drauf zurückzukommen, vor 4 Wochen war es das letzte Mal. Ich komme einfach noch nicht drauf klar. Da denkt man sich, jawohl, jetzt geht's bestimmt wieder 4 Wochen lang nicht oder so. Also das Wetter, finde ich, macht so oft gerade einen Strich durch die Rechnung. So, also,
das war's. Ich gehe jetzt ans Landen. Ja, dann jetzt ist 17:30 Uhr. Dann passt das alles ganz gut. Ich könnte jetzt ein bisschen da drüben mal noch versuchen. Und wenn es nicht klappt, gehe ich eben in die Landeeinteilung. Die Landung werde ich dann heute gleich machen wie die anderen. Ich habe jetzt das bisschen beobachtet, wie es alle gemacht haben. Ja, eben. Also ich bin hier noch nie auf dem Trumont. Auf dem Trumont bin ich noch nie top gelandet. Von dem her soll ich da schon gucken, wie es die anderen auch ein bisschen machen. Und ja, so wie ich das gemacht habe, mache ich es jetzt auch. Mit dem Ostwind hier. Dürfte keine harte Landung werden. Ja, das wird gut.